Herzlich willkommen zur 8. Sendung von Channel Welcome. Heute von einem ganz anderen, besonderen Ort. Später dazu mehr. Hello, and welcome to Arrivals, a new series of videos from Channel Welcome. We understand that finding your way in Germany when you just got here from another country can be daunting. That's why we created this new series in which we'll show you very important information about living in Germany. From the first steps you need to take in order to legalize your stay to more specific themes about your daily life here. The first episode will explain how and where to acquire your residence permit when you first arrive. We hope you enjoy. Welcome to the first episode of Arrivals from Channel Welcome. In this episode, we're going to talk about residence permits and how to obtain them in Germany. This video provides information regarding residence permits for non-EU citizens. If you are an EU citizen or a refugee, refer to one of our future episodes for information on this subject. If you want to live in Germany for a longer period of time, you'll need a residence permit. There are 4 types of permits that you can acquire. The first and more common one is the Aufenthaltserlaubnis, the regular residence permit, which allows you to live in Germany while you work or study. If you get hired for a high-income job, you are eligible for a Blaue Karte Europe, which lasts 4 years. You can then upgrade your residence permit or Blaue Karte Europe to a Niederlassungserlaubnis, which has no time limit. Another possibility is the Erlaubnis zum Daueraufenthalt Europe, which allows you to live anywhere in Europe. In Augsburg, you can go to 3 different offices to acquire your residence permit. If you live in the city of Augsburg, you should go to the Citizens Registration Office at the An der Blauen Kappe Street 18, which is accessible through the tramline 4. If you live in the country, you should go to the district office at the Prinzregentenplatz 4. You will find it near the main train station. If you are a student, you should go to the Augsburg Student Advising Center at the Eichleitner Street 30. This office also doubles as a foreigner registration office. You can reach it by taking the tramline 1 or the bus line 41. In Germany, you are obligated to acquire a residence permit, and you should always have it, or a valid copy, along with your passport, with you at all times. If you are traveling outside of Germany, you need the original document. You can find more in-depth information about requirements for a residence permit by contacting one of the agencies listed in this video. Thank you for watching. Subscribe to Channel Welcome to be notified about new videos in the Arrival series. Sie heißt Evgenia Kowaltjewa oder so ähnlich. Ich jedenfalls kenne sie als Evgenia. Sie ist in Bulgarien geboren, absolvierte dort im Jahre 2000 ihr Musikstudium mit Auszeichnung, zog dann nach Würzburg, wo sie 2002 die Meisterklasse an der Hochschule für Musik besuchte. Sie spezialisierte sich auf das besondere Instrument namens Marimba, wurde inzwischen vielfach ausgezeichnet und wie sie nach Augsburg kam, wo wir sie aufgenommen und befragt haben, nämlich hier auf meiner kleinen Bienenbühne. Dazu noch eine kleine eigene Geschichte. Ich versuche mit meinem Salon Mombi an die Salonkonzerte des 19. Jahrhunderts anzuknüpfen. Das bedeutet ganz einfach, dass ich in regelmäßigen Abständen mir hier Künstler einlade aus Musik, Literatur, Kunst, Schattentheater und diese kleinen Aufführungen auf meiner Bienenbühne einem ganz kleinen, ausgewählten Publikum zugänglich machen möchte. Die Evgenia und mich verbindet mein Bruder. Mein großer Bruder lebt in Würzburg. Der macht schon seit Jahren Hauskonzerte. Von dem habe ich es mir mehr oder weniger abgeschaut. Und da er klassischer Musiker ist und da ein großes Netzwerk hat zu dieser Art Musik, ist die Evgenia auf Empfehlung zu mir in den Salon gekommen.
aus Bulgarien, bin in einer kleinen Stadt geboren, Nova Zagora heißt es, und habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Habe mich immer so geliebt gefühlt von meinen Eltern und Großeltern. Da in dieser Stadt habe ich mit Klavier angefangen, einfach für Spaß, als Hobby. Aber als ich 13 war, habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich wollte zum ein Musikgymnasium gehen. Und das ist so eine Art Schule, was hier in Deutschland nicht gibt, wo man fast nur Musikfächer hat. Zum Beispiel, ich habe Mathe nur bis zum 8. Klasse gehabt und nichts mehr. Solche Schulen gibt es 7 im ganzen Bulgarien. Das heißt, ich musste zu einer anderen Stadt wechseln. Und mit 13 war ich einfach allein ohne meine Eltern, nur weil ich wollte weiter Musik machen. Und in diesem Musikgymnasium habe ich mit Schlagzeug angefangen. Marimba gehört zu Schlagzeuginstrumente. Am Anfang habe ich kleine Trommel, Pauken, Xylophon, Vibraphon und alles Mögliche gelernt. Und erst als ich 10. Klasse war, habe ich mit Marimba angefangen. Und da war große Liebe, da wusste ich schon, dass ich mich auf dem Marimba irgendwann spezialisieren werde. Ich wollte noch als Schülerin nach Deutschland kommen, weiß ich nicht warum. Das war so eine Fixidee sozusagen. Habe ich nur ganz gute Sachen über Deutschland gelesen und gesehen. Man brauchte ein Visum. Und das gerade war nicht so ganz einfach, wenn ich so zurückblicke. Da waren wochenlang, bin ich um 5 Uhr aufgestanden und zur deutschen Botschaft in Sofia gegangen und gewartet. Also es war nicht leicht. Ich bin während Kommunismus geboren, aber war auch Schülerin, als die Demokratie gekommen ist, 1989. Und 90er Jahre waren so gerade sehr schwere Jahre. Keiner interessierte sich von Kunst, von Musik. Nicht, dass die Leute kein Interesse haben. Die Leute haben kein Geld gehabt und haben immer noch kein Geld dafür. Ein Solokonzert, Marimba-Solokonzert in Bulgarien, wahrscheinlich kann man 1-2 Mal im Jahr machen. Und damit kann ich mich nicht ernähren so ganz. Manchmal denke ich, dass zum Beispiel 2005 besser Deutsch gesprochen habe als jetzt, weil ich damals studiert habe und musste ich auch Prüfungen belegen. Mittlerweile bin ich verheiratet mit jemandem, der auch Bulgarisch spricht, und zu Hause sprechen wir nur Bulgarisch. Und sonst nutzte ich die Musiksprache sozusagen. Musik, das ist eine Sprache. Mit der Musik versuche ich, ob ich das schaffe, es ist was anderes, aber ich versuche etwas zu erzählen. Ich wähle auch Stücke, die eine Geschichte haben. Und wenn ich diese Botschaft zwischen mir und Publikum erreicht habe, da ist es schon ein Erfolg für mich. Ich
habe weitere Träume, und zwar, dass ich so eine Projekte mit Marimba und Tanz mache, mit Marimba und Literatur mache. Das wäre mir ein Traum. So verschiedene Kunst in ein Projekt so zu bauen. Wir fahren jedes Jahr im August nach Bulgarien. Da sind meine Eltern. Ich habe 2 Töchter, und die große Tochter ist verliebt in Bulgarien, weil für sie Bulgarien ist einfach Ferien. Sommer, heißes Wetter, Meer. Ich kann mich, also ich liebe Bulgarien, ich bin Bulgarin, aber für mich zurück nach Bulgarien bedeutet kein Marimba spielen. Und das ist ja nichts. Ich will hier bleiben, solange ich Marimba spielen kann. Das Leben aber allein in Bulgarien, so wie es vor 15 Jahren war und jetzt, ist es auch unterschiedlich. Leider kann ich nicht sagen, dass es besser geworden ist, sondern umgekehrt ist es ja viel schlimmer geworden, als ich das kannte. Es gibt sehr viele, die sehr arm sind. Aber ich finde auch für meine Kinder, dass das Leben in Deutschland besser wäre. Und die sind hier geboren. Wir sprechen, wie gesagt, zu Hause Bulgarisch, aber meine Tochter erzählt besser in Deutsch als in Bulgarisch. Ich bin Bulgarin, die überall leben kann, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich Marimba spiele. so kann ich das auch sagen. Und ich habe immer jemanden gehabt, der mich unterstützt hat. In Bulgarien, das waren meine Eltern. Ich habe große Unterstützung von denen bekommen. Und jetzt ist er mein Mann, der alles so nimmt. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank dafür. Danke auch. So schlimm es auch ist, dass sogar Kindern sexuelle Gewalt angetan wird. Es gehört leider zum Alltag in jedem Land. Allein die Tatsache, dass sich in einem noch nicht bewiesenen Fall sogar ein Außenminister einschaltet, lässt jeden differenziert denkenden Menschen aufhorchen. Hier geht es doch um was ganz anderes. Das weiß auch ein Außenminister. Aber solange er sich sicher sein kann, dass seine perfide Taktik bei Menschen ankommt, wird er dieses Spiel immer und immer wieder spielen. Wenn einstige Migranten vergessen, dass sie selbst einst aus einer Diktatur flohen und jetzt in einer Demokratie wieder ihren alten Diktatoren glauben, sich dabei sogar rechten Stimmungsmachern anschließen und mit ihnen ihre angeblichen kulturellen Werte verteidigen wollen, gegenüber Menschen, die vor Gewalt und Krieg fliehen, dann fällt es schwer, in einem Kommentar noch Verständnis zu zeigen. Gruppen gegenüber, für die sich Channel Welcome eigentlich einsetzt. Übrigens, die Anschuldigungen in diesem Fall haben sich als völlig haltlos erwiesen. Liebe Landsleute, ich habe die große Ehre, zu Ihnen und zu euch zu sprechen, als eine Stimme aus dem eigenen Kreis. Ich bin selbst Russlanddeutscher aus Kasachstan und ab dem 7. Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen. Von Beruf bin ich Sängerin und Künstlerin. Außerdem engagiere ich mich als Kulturbotschafterin für die Jugendorganisation der Deutschen aus Russland. Bin ich angekommen? Oh ja. Und wie? Wir haben so viel Macht in unserer eigenen Hand und die Energie, etwas zu bewegen. Помоги мне! Wohin nur mit all dieser Leidenschaft?
Ihr wisst, was in den letzten Wochen los war. Der Fall Unsere Lisa hat sich als eine propagandistische Aktion herausgestellt. Man hat vorschnell Menschen verurteilt, bevor man wusste, was wirklich passiert ist. Man hat blind Politikern und Medien geglaubt, die wahrlich nichts zu tun haben mit unseren europäischen Werten und unserer Vorstellung von Demokratie. Wir selbst sind in unsere historische Heimat zurückgekehrt. Doch wenn ich nur an meine Eltern denke, weiß ich, wie oft wir uns als Fremde gefühlt haben. Einige von uns sind nur unter ihresgleichen geblieben, viel zu oft vor dem russischen Fernsehprogramm gesessen, haben nur in russischen Supermärkten eingekauft oder die deutsche Sprache nicht richtig gelernt. Es ist ein gutes Zeichen, wenn wir uns engagieren. Auf der einen Seite ist es natürlich positiv, dass viele für ein Leben ohne Angst demonstrieren, für christliche Werte und gegen Gewalt an Kindern. Aber lassen wir uns nicht instrumentalisieren. Wenn wir für die Gleichheit demonstrieren, frage ich mich auch, warum sind viele nicht früher auf die Straßen gegangen? Bei Fällen, die viel klarer und eklatanter auf der Hand lagen und eigentlich Menschenrechte und Gerechtigkeit verstoßen haben. Zum Beispiel, wenn Menschen, die nicht der gleichen Ansicht wie die regierende Partei waren, eingesperrt werden. Oder Menschen allein wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und diskriminiert werden. Deutschland ist bunt. Und auch wir haben dazu beigetragen. Und das ist gut so. Wir können echte Brückenbauer sein. Wir haben so viele Stärken, mit denen wir selbst aktiv werden können. Zum Beispiel bei der Vermittlung zwischen Ost und West. Wir haben Deutschland mit unserer Herzlichkeit wärmer gemacht. Wir sind in mehreren Kulturen zu Hause und das ist ein echter Reichtum. Gerade deshalb nochmal die Erinnerung an den Artikel 1 in unserem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es darf also niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder wegen seiner Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden. In diesem Sinne, lasst uns unsere Leidenschaft in eine gute Richtung lenken, nämlich für ein Miteinander der Kulturen. Счастливо, alles Gute, пока. Wer sich im Beruf vorwiegend mit ernsten, komplexen Dingen beschäftigt, braucht irgendwann einen Ausgleich, eine Auszeit, wo man mal nicht seriös und korrekt sein muss. Das gilt auch für eine ca. 20-köpfige Truppe von Italienern, die meisten Ingenieure in einem Luftfahrtunternehmen in Augsburg, die sich La Paranza nennen und in ihrer Freizeit Theater spielen. Übrigens, das mit dem Ausgleich der kleinen Flucht aus der seriösen Berichterstattung gilt in diesem Bericht auch für die Macher von Channel Welcome. Mal ehrlich, wenn Sie nicht wüssten, um was es bei dieser Veranstaltung geht, was würden Sie tippen? Ein Vortrag für alleinerziehende Väter, Mütter, ein Elternabend, irgendwas mit Uni und Studenten, vielleicht doch ein Kasperle-Theater? Theater ist natürlich richtig, aber ein Stück für Kinder? Die Frage, um welche Nationalität es sich hier handelt, stellt sich spätestens nach dem Vorspann des Videos der Theatergruppe nicht mehr. Aber auch die ganzen anderen Umstände lassen eigentlich sowieso nur Platz für eine Nationalität. I Italiani. Und da gehören die Kinder dazu, egal wo und wann. Naja, wenn es mal zu laut für Kinderohren wird und zu unpassend für Kinderaugen. Kinder können doch auch mal selbst entscheiden, wann sie die Augen und Ohren schließen. Capito? There will come a day
Il mio nome è Daniele De Filippis, questo l'ho capito. Scusate per il mio tedesco perché non è che lo capisco molto. Io sono il regista di questa banda di scalmanati. Das versteht man auch ohne Italienisch zu sprechen und den Inhalt erklärt uns der Hauptdarsteller auf Deutsch. La storia è molto semplice. Ich und meine Freunde, der Freund von mir, Gennaro, wir arbeiten zusammen, um das Geld von den Witwen zu bekommen. So, die Witwen sollen schön sein, aber die sollen auch viel Geld haben. Cara vedova Sorrentino, come mai da queste parti? Non so, Edoardo, non lo vedo. Aber um das Geld zu bekommen, wir müssen auch was mehr machen. Cara vedova Pagliarulo, come mai da queste parti? Edoardo, finalmente, non ci so più tutta la notte. Deshalb der Gennaro ist unser Medium und er hilft mir mit dieser, wie sagt man, Seduta Spiritica auf Deutsch, keine Ahnung. Aber wir müssen wir müssen auch die Frauen helfen, die vermissen die Männer und ich muss natürlich unterstützen. Ma che capito? Ah, subito! Oggi sono 90 giorni dalla scomparsa del Und aus dem Mund des Regisseurs Daniele hört sich das Ganze noch poetischer an. Cade purtroppo col piede in fallo perché conosce una donna molto astuta e c'è il famosissimo detto che dietro la donna c'è il diavolo e quindi niente, alla fine lui sta per cadere in questo tranello, però sempre grazie all'aiuto del suo fidato Gennaro riesce a risollevarsi e a portare, tra virgolette, un'altra volta la sua agenzia Vado per Vedove al posto che gli spetta. Die Truppe um Daniele nennt sich La Paranza, was man mit Fischerboot oder auch mit Schleppnetz übersetzen könnte, lebt in Augsburg und das Theaterstück Vado per Vedove, ich gehe Witwen trösten, stammt aus der Feder von Giuseppe Marotta und Belisario Randone. Und hier ist die letzte Witwen, die bei mir gekommen ist. Ich bin die Concetta Mele und ich bin die Nachbarin von Edoardo und ich denke, als sie jung waren sie zusammen oder ja, vielleicht hat sie nur geträumt, aber nee, sie waren zusammen, aber dann sie ist 40 geworden und Edoardo ist immer 30 geblieben. Und dann ich versuche immer ein bisschen mit Edoardo näher zu sehen, aber das geht nicht, weil zu viele Frauen. Bist du noch verliebt in Edoardo? Ja, klar. Ja. Ich arbeite im internationalen Vertrieb bei einer deutschen Firma. Ich bin für den italienischen Markt zuständig. Also mache was ganz anderes. Signora Pagliarulo, desiderate qualcosa? Edoardo, dov'è? Signor, se permettete, questo non è proprio il momento. Avevate forse appuntamento? No, tra me e Edoardo, passavo di... Die meisten in der Gruppe sind Luftfahrtingenieure. Ja, genau. Wir haben eine Apothekerin auch und sonst eine, die Sozialpädagogik studiert hat. Ich bin Luftfahrtingenieur und ich arbeite bei Airbus Helikopter Deutschland als Ingenieur. Also ich habe eine Bachelor in Politikwissenschaft. Ich versuche Ingenieur zu sein, aber ich denke, dass vielleicht ich muss das machen in Zukunft, vielleicht, ich weiß es nicht, aber das ist für mich sehr wichtig. Ich hoffe, vielleicht in Zukunft diese zu tun, mehr und mehr und mehr. Muss man ein Hobby haben, oder? Es ist nicht nur Arbeit. Genau, Leben ist nicht nur Arbeit und Familie, muss man auch was anderes machen. Ich bin Buchhalterin. Ja. Dann wolltest du etwas Spannenderes oder ein bisschen Abwechslung? Ja, Pause von Familie, waschen, bügeln, Kinder. Io non ci devo mettere più piede, ma state tranquillo, ho capito, non ci verrò più. Io mi ero illusa che con tante donne assatanate che avevate attorno vi foste finalmente accorto di chi vi vuole. Aber sind wir mal ehrlich, auf der Bühne fällt das kaum auf. Die meisten Italiener sind doch sowieso irgendwie alle Schauspieler. Das wurde ihnen bereits in die Wiege gelegt. Ich bin Ingenieur vom Beruf, aber
ma solamente la nostra è soltanto una passione. Noi siamo amatoriali nel senso più, lasciami dire, aulico del termine, nel senso che comunque ci mettiamo tanta passione e tanto cuore e andiamo oltre ogni ostacolo. Frei übersetzt und interpretiert heißt das in etwa: Wir haben Familien und Kinder, also sind wir vernünftig. Aber in unseren Herzen, wenn wir machen könnten, was wir wollten, dann, ja, oder so ähnlich. Mi chiamo Imma, vengo da Napoli, ho 31 anni e vabbè, sono qui perché amo il teatro, ho studiato per recitare 4 anni in Italia e poi insieme a Daniele abbiamo deciso di creare qualcosa qui insieme per far divertire gli italiani che sono all'estero. Imma hat neben ihrem Studium der Sozialpädagogik 4 Jahre Schauspiel in Italien studiert. Sie ist professionelle Attrice. Schauspielerin. Schauspielerin. Aber dann verließ sie das Theater in Italien und der Liebe wegen folgte sie ihrem Mann nach Deutschland. Damit kommen wir auch zum privateren Italia und zunächst zu Sara, Mutter 2 Kinder und Ehefrau des Hauptdarstellers. Von Carlo, ja genau, der die Hauptrolle in der Geschichte gehabt hat. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, aber es geht schon. Weil er so viele Frauen küsst. Ja, genau. Also mir hat es viel Spaß gemacht, trotz viel Küsse. Nebenbei ist sie für die Organisation und die Finanzen von La Paranza zuständig. Wir haben uns selber finanziert und was wir von den Spielen bekommen, also mit diesem Geld finanzieren wir die weiteren Stücke. Das ist alles, wie gesagt, ein Hobby und wir machen auch mit Leidenschaft für unsere italienische Gemeinschaft sozusagen, damit alle Italiener sich ein bisschen zu Hause fühlen. Und schließlich muss das Thema Kinder noch abgearbeitet werden. Kinder sind immer bei uns dabei. Also wenn wir ins Restaurant gehen, wenn wir ins Theater gehen, sie bleiben nicht zu Hause mit Babysitter. Wir haben einfach die Kinder mit. Aber es sind ziemlich viele und das abends bei einer... Unsere Männer sind sehr produktiv. Okay, aber ist das ein Grund? Die italienischen Kinder sind wirklich hübsch. Gut, das erklärt es vielleicht. Ja, aber das ist eine Sekret. Eine Überraschung. Eine große Überraschung. Die Frage dazu bezog sich allerdings auf etwas anderes, nämlich auf die nächste Produktion von La Paranza. Che la donna con baci e promesse fa le cose nel proprio interesse. E femmine si chiagnano dove non ravogliare e quando ti disprezzano ti vanno più accattare. Quando so scema l'uomo che non sanno capire. Angriffe auf Flüchtlinge in Sachsen. Polizeipräsident warnt vor Pogromstimmung. In Sachsen haben Unbekannte erneut binnen kurzer Zeit 4 Flüchtlingsunterkünfte angegriffen. Zu den Fällen sagte Leipzigs Polizeipräsident Merbetz, er mache sich große Sorgen. Man steuere auf eine Situation zu, in der gewaltbereite Stimmungsmacher die Angst der Menschen bewusst nutzen, um Hysterie gegen die Asylpolitik zu schüren und Gewalt gegen die Flüchtlinge zu rechtfertigen. In ganz Sachsen herrsche eine Pogromstimmung, die eine kreuzgefährliche Intensität bekommt. Rücktritt von Merkel gefordert. Der Augsburger Landrat Martin Seiler fordert den Rücktritt der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er stört sich an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, sagte er in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Es müssten Maßnahmen überlegt werden, wie der Druck auf die Kanzlerin erhöht werden könne, um einen neuen Kurs einzuschlagen.
Wenn sie dazu nicht bereit sei, müsse es ohne sie gehen. Weiter sprach er davon, dass der Anteil der Analphabeten unter den Flüchtlingen steigen würde, sich nur 10–15% in den Arbeitsmarkt integrieren ließen. Vollends verirrt. Mit dem Vorschlag, die Polizei müsse an der Grenze notfalls auf Flüchtlinge schießen, hat AfD-Chefin Frauke Petry Entrüstung ausgelöst. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nannte Petry schlicht politisch vollends verirrt. Auch die Gewerkschaft der Polizei distanziert sich entschieden und machte klar, wer ein solches radikales Vorgehen vorschlage, wolle offenbar den Rechtsstaat aushebeln und die Polizei instrumentalisieren. Erst 10% bei uns angekommen. Entwicklungsminister Gerd Müller sieht noch größere Flüchtlingsströme auf Deutschland und Europa zukommen. 8 bis 10 Millionen Menschen seien noch unterwegs. Anders als sein Parteivorsitzender Horst Seehofer nannte Müller keine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Wir haben unseren Wohlstand auf dem Rücken der Entwicklungsländer aufgebaut. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Die Menschen werden uns nicht fragen, ob sie kommen können. Gewalt gegen Christen nimmt weltweit zu. Immer häufiger werden Christen weltweit Opfer von gewaltsamen Übergriffen. Die Ausbreitung des Islamischen Staats ist ein Grund. Es gibt aber auch paranoide Diktatoren, die Christen als Agenten des Westens bekämpfen. Laut Weltverfolgungsindex wurden im Jahr 2015 7.100 Christen wegen ihres Glaubens ermordet. Nordkorea führt die Liste der christenfeindlichsten Länder der Welt seit 14 Jahren an. Danach folgen der Irak und Eritrea. Soziale Ungleichheit. Wie dramatisch die soziale Ungleichheit weltweit immer weiter zunimmt, zeigt eine Zahl der Organisation Oxfam. Die 62 reichsten Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Als Grund für die Entwicklung führte Oxfam die unzureichende Besteuerung von großen Vermögen und Kapitalgewinnen sowie die Verschiebung von Gewinnen in Steueroasen an. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst auch in Deutschland. Laut der jüngsten Untersuchung des Bundessozialministeriums konzentriert sich mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens auf 10% der Haushalte. Fachkräftemangel. Deutschlands Mittelständler hoffen auf die Flüchtlinge. Deutschlands Mittelstand kann mehr als 300.000 Arbeitsplätze nicht besetzen. Gleichzeitig suchen zunehmend Flüchtlinge nach Jobs. Die Hauptleistung beim Einstieg von Flüchtlingen auf den Arbeitsmarkt könnte über Kleinstbetriebe erfolgen. Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою устающие чело. Я поцелуями покрою устающие чело. Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю. Тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю. Oh, geh nicht fort, bleib hier mein Leben. Hier ist so schön, hier ist so hell. Mit
verweben. Du bist für mich ein frischer Quell. Mit dir möchte ich mich neu verweben. Du bist für mich ein frischer Quell.